Katar! Katar. Was hast du schon darüber gehört? Viele kennen Katar als Sponsor ihres Lieblingsfußballvereins oder als Gastgeberland der Fußballweltmeisterschaft 2022. Was gibt es noch zu wissen? Beginnen wir mit ein paar Fakten. Katar ist eine kleine Halbinsel im Nahen Osten und grenzt an Saudi-Arabien. Katar hat wunderschöne Strände und eine atemberaubende Wüste und dank seiner Erdgasvorkommen ist es eines der reichsten Länder der Welt. Es wird seit 2013 von Emir Tamim bin Hamad Al Thani regiert. Rund 350.000 KatarerInnen und mehr als 2 Millionen ArbeitsmigrantInnen, die eine wichtige Rolle in der Wirtschaft spielen, leben in Katar. Die Kehrseite der Medaille: politische Parteien sind nicht erlaubt, die große Mehrheit der ArbeitsmigrantInnen darf sich nicht gewerkschaftlich organisieren, Frauen werden diskriminiert und Homosexualität ist strafbar. Im Jahr 2010 hat die FIFA die Fußballweltmeisterschaft 2022 an Katar vergeben, eine Entscheidung, die von vielen kritisch hinterfragt wurde. Was ist im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft schiefgelaufen und wer ist dafür verantwortlich? Unsere ResearcherInnen haben die letzten 10 Jahre damit verbracht, das zu untersuchen. I have been working with Amnesty for the past 10 years, researching and documenting human rights violations in the Gulf region. I traveled to Qatar to meet migrant workers there in the country, meet officials, but also traveled to sending countries to meet migrant workers in their home countries and hear about their stories and experience working in Qatar. Katar! As a person coming from the Middle East, I was genuinely so happy when Qatar was awarded this right to host this World Cup. Basically, it meant for once I felt our region will be associated with a mega sporting event, being able to celebrate the Middle East, the culture that we have, and not being necessarily associated with wars and terrorism and violation. Die Fußballweltmeisterschaft bot Katar eine willkommene Gelegenheit, sich von der besten Seite zu zeigen. Doch die Bedenken über die Menschenrechtslage in Katar hielten an. Und als Korruptionsskandale das Herz des Weltfußballs erschütterten, wählte die FIFA einen neuen Präsidenten, Gianni Infantino, mit dem Versprechen, die Angelegenheiten innerhalb der FIFA wieder in Ordnung zu bringen. Und so rollte der Ball weiter. 7 Stadien, Hotels, ein Flughafen und eine neue Stadt mussten gebaut werden. Dafür braucht man nicht nur viel Geld, sondern auch viele Menschen. Und hier begann das Leid für viele ArbeitsmigrantInnen. Katar holte Hunderttausende zusätzliche ArbeiterInnen, vor allem aus Asien und Afrika, für die harte Arbeit ins Land. Für ArbeitsmigrantInnen gilt in Katar das sogenannte Kafala-System. Sie müssen einen Kafil oder Sponsor haben, um in das Land einreisen und arbeiten zu können. Dieser kann ArbeiterInnen jederzeit und aus jedem Grund die Unterstützung entziehen, sodass sie die Papiere verlieren und Gefahr laufen, verhaftet zu werden. So in a nutshell, these elements of this kafala system create this power imbalance between workers and employers and are usually used by unscrupulous employers to abuse and exploit migrant workers. Mit welchen Problemen sind ArbeitsmigrantInnen also konfrontiert? Obviously, we just have to caveat all this by saying not all migrant workers in Qatar face labor abuses and exploitation, but the system in place in the country allows for these abuses to happen and facilitate these abuses. And the problem starts usually in the sending countries, where migrant workers tend to pay high recruitment fees to secure these jobs in Qatar and the Gulf. So they come to the country already in debt, and once they arrive in the country, many also are deceived into their labor conditions or working conditions. So they were promised jobs that are different than what they will find in Qatar, be it at the pay level or the conditions that they will be living in. Others also have issues of unpaid salaries or late or non-payment of wages, which we refer to as wage theft. अर्को ठाउँमा आउँदा पनि अब मेरो छोराहरु त अब स्कुल भित्र छिर्नु पाएन गेट बाहिर राख्ने सम्भव भयो थियो गेट बाहिर एक दिन त गेट बाहिर पनि राखे मैले फिस तिर्न नसकेर जस्तो अब बिहान 5 बजे 4 बजे उठेर गएपछि बेलुका 10-11 बजेसम्म ड्युटी हुन्थ्यो खानाको टाइम पनि दिएको थिएन खानाको लागि कुरा गर्यो भने तिमी खाना आएको कि काम गर्न आएको त्यस्तो जवाफ पाइन्थ्यो. Lots of them working in long hours in very difficult working conditions. We know the climate in Qatar and the Gulf, the heat and humidity that can cause also some health issues for them, especially those working in constructions. They work what we call live in labor camps.
So it's usually kind of small rooms where they share amongst 8 or 10 people, sleeping on bunk beds, sometimes in unsanitary conditions. Our latest report looked at the issue of the deaths of migrant workers in Qatar. We have seen a high number of relatively young and healthy migrant workers who are dying for unknown reason, often referred to as natural death or cardiac arrest, without any underlying health condition. সুজন আমার ছোট ভাই প্রায় 3 বছর হয়ে গেছে 3 বছরের মাথা শেষ করতে পারে না তার অনেক স্বপ্ন ছিল অনেক কিভাবে মারা গেছে একমাত্র আল্লাহই জানে Sadly, the case of Sujan is not unique, and we have seen other cases of families of migrant workers who are suffering as a result of the death of their loved ones in Qatar. Qatar will have the duty to remedy the families of the deceased families back home if the investigation found that the death is actually related to their working condition. Any death is a tragedy, whether it's 1, whether it's 1,000, whether it's 2, and that is unacceptable. And our goal and the steps that we've taken and the steps that Qatar in general is taking is to make sure that that number reaches 0. Es dauerte einige Zeit, aber schließlich hörte Katar einen Teil der Kritik. Ab 2017 führte das Land wichtige Reformen ein. ArbeitsmigrantInnen können nun ohne Erlaubnis ihrer ArbeitgeberInnen das Land verlassen und den Arbeitsplatz wechseln. Katar erleichterte ihnen auch den Zugang zur Justiz und führte einen gesetzlichen Mindestlohn ein. The reforms that have been introduced were good on paper, but in practice they remain weakly enforced and implemented, meaning that when you hear the stories of migrant workers, you can tell that they are still struggling and many are still facing abuse. For instance, despite the fact that now migrant workers are allowed to move jobs without the permission of their employer, there are certain loopholes still in the system. That means that many are not able to move jobs. For the cases of unpaid salaries, we have spoken to many, hundreds of migrant workers who've been waiting for months to get their case settled in court. And at the end of the day, they ended up with a piece of paper without receiving any of their wages or their dues. Es ist klar, dass Katar hier eine Verantwortung trägt, aber was ist mit der FIFA? Schließlich ist sie auch Veranstalterin dieses Turniers und wird damit Milliarden verdienen. Die FIFA hat eine eigene Menschenrechtsrichtlinie und muss sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientieren. Das bedeutet, dass die FIFA sicherstellen muss, dass keine von ihr organisierte Veranstaltung negative Auswirkungen auf die Menschenrechte hat. Hat die FIFA das tatsächlich getan? FIFA has listened, and FIFA is changing. FIFA will include provisions in its statutes to respect and promote human rights in all of its activities, from the organisation of the FIFA World Cup to football development projects and commercial partnerships. In May 2017, FIFA introduced its human rights policy, meaning that now it has committed to have responsibility to respect the human rights. And also, it has introduced bidding criteria for all potential hosting countries to meet certain criteria if they want to host the World Cup or major football events. However, the implementation of these policies is a bit questionable, knowing that FIFA was considering to expand this World Cup to Saudi Arabia, or the fact that it awarded the FIFA Club World Cup to China. Es ist klar, was die FIFA tun muss. Sie muss dafür sorgen, dass die Menschenrechte im Rahmen der Weltmeisterschaft geachtet werden und Druck auf Katar ausüben, um sicherzustellen, dass die Arbeitsreformen das Leben aller ArbeitnehmerInnen wirklich verbessern. Das gilt nicht nur für die Menschen, die die Stadien bauen, sondern auch für die vielen tausend KellnerInnen, Hotelangestellten, TaxifahrerInnen, Reinigungs- und Sicherheitskräfte, ohne die die Mannschaften und ihre Fans die Weltmeisterschaft nicht genießen könnten. Wenn die FIFA bei der Auswahl aller künftigen Meisterschaften eigene Menschenrechtskontrollen durchführt, könnten Missstände wie in Katar verhindert werden. I really want this to be an opportunity for change, and I am hopeful that Qatar has come a long way, but it needs to continue carrying on the reforms process that it started. It needs to give it meaning, it needs to implement it and enforce it properly so that Qatar will be a better place for migrant workers. However, the clock is ticking. We don't have much time. Der Druck auf Katar und die FIFA wird immer größer.
Das Scheinwerferlicht dieser Weltmeisterschaft hat zu wichtigen Veränderungen im katarischen Arbeitssystem geführt. Doch es muss noch viel mehr getan werden. Wenn wir alle den Druck erhöhen, können wir Katar dazu bringen, das Leben von ArbeitsmigrantInnen zu verbessern. Nicht nur während des Turniers, sondern auch danach. In Katar gibt es viel mehr zu gewinnen als nur den Pokal.